Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder einen Flywing GPS Heli für euch. Wie ihr natürlich sehen könnt, habe ich hier die Bo 105 im ADAC-Design. Ich finde es ganz cool, dass es auch mal eine deutsche Version davon gibt. Natürlich ist die Bo wieder RTF und mit GPS. Das Besondere an der Bo ist, dass die einen Rotorkopf mit Rotorblatt-Schnellwechsler montiert hat. Wie das aussieht und wie das geht, zeige ich euch gleich noch. Auf den Packungsinhalt gehe ich jetzt auch nicht mehr so detailliert ein. Der ist ja eigentlich immer identisch. Da zeige ich euch gerade mal einen kleinen Schwenk. Aber es ist natürlich auch wieder alles dabei, was zum Fliegen benötigt wird, inklusive einem 4S 5000 mAh LiPo-Akku. Ich zeige euch als erstes mal die Mechanik und den Rumpf etwas genauer und dann denke ich mal, gehen wir auch direkt fliegen. Denn auch die Fernsteuerung und die Funktionen sind komplett identisch zum Beispiel dem Jet Ranger oder der UH1. Wenn euch das mal genauer interessiert, guckt euch gerne mal die Videos dazu an von mir. Die werde ich euch hier oben mal eben verlinken. Am Ende des Videos gibt es auch wieder eine kleine Verlosung für euch. Was ihr gewinnen könnt und wie ihr gewinnen könnt, gibt es dann später am Ende des Videos. Jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß und bis gleich. Zum Ausbau der Mechanik müssen wir als allererstes einmal die Verbindung zum Heckrohr lösen, damit wir uns das Kabel gleich nicht abziehen. Dann müssen wir hier einmal die Verbindung zum Regler rausziehen und den Empfänger von der Seitenplatte lösen, denn die beiden Sachen sind meistens immer noch im Weg. Dann müssen einfach nur hier vorne die beiden Schrauben an der Bodenplatte und hier hinten oben die beiden Schrauben an der hinteren Befestigung rausgeschraubt werden. Dann können wir die gesamte Mechanik auch schon aus dem Rumpf rausziehen. Denn hier hinten ist die wie immer nicht mehr geschraubt, sondern einfach nur eingeschoben. Ja, wir haben hier die gleiche Mechanik eingebaut wie beim Bell 206 Jet Ranger, deswegen werde ich jetzt hier nicht auf alles komplett eingehen, aber wir haben hier wieder einen Grundrahmen aus 1,6 mm starken Carbonplatten und eine 1,6 mm starke Carbon-Bodenplatte, dazu noch die Aluverbinder, was im Gesamten wieder einen stabilen Grundrahmen macht. Die Rotorwelle ist zweifach gelagert und die Lagerböcke bestehen hier aus Kunststoff, die Motoraufnahme natürlich wieder aus Aluminium. Der größte Unterschied zum Bell 206 Jet Ranger ist hier natürlich der Hauptrotorkopf, der hier diesmal ein Vierblattkopf ist. Und wir haben hier, wie eben schon angesprochen, eine Schnellwechselaufnahme der Rotorblätter. Die müssen einfach nur hier 90 Grad verdreht eingesteckt werden und dann um 90 Grad zurückgedreht werden, sodass die Federkraft das Rotorblatt einrastet. Der Rotorkopf und die Taumelscheibe bestehen hier wieder komplett aus Aluminium. Die Anlenkgestänge sind hier aus Kunststoff in DFC-Ausführung. Die Rotorkopfbremse hier oben ist ebenfalls aus Kunststoff und die Hauptrotorwelle besteht natürlich aus Metall. Angetrieben wird der Rotorkopf von einem Brushless-Außenläufer über eine Ritzel-Zahnradverbindung mit Schrägverzahnung und die Taumelscheibe wird natürlich wieder über 3 Servos angesteuert. Hier vorne haben wir dann auch wieder wie üblich das H1-Modul in Verbindung mit einem GPS-Modul. Auf der linken Seite haben wir wieder einen FlySky FSI A6B-Empfänger. Hier auch wieder bitte darauf achten, die Antenne neu zu positionieren, am besten im 90-Grad-Winkel zueinander. Auf der rechten Seite haben wir dann den 60 Ampere ESC in der V4 Pro-Version. Man sollte vor dem Erstflug natürlich wieder alle Schrauben kontrollieren. Und was man auch kontrollieren sollte, sind die ganzen Kabelverbindungen, ob die vernünftig verlegt sind. Das Einzige, wo ich vielleicht etwas skeptisch bin, ist hier oben die Schnellspannvorrichtung für die Rotorblätter. Das wackelt mir eigentlich ein bisschen zu viel, soll aber laut Flywing so gewollt sein. Ja, ich würde sagen, ich baue die Mechanik jetzt mal wieder ein und dann schauen wir uns mal den Rumpf etwas genauer an. Ja, wir haben die Bo 105 jetzt wieder komplett zusammengebaut, hier in der Ausführung der ADAC Luftrettung. Die Lackierung ist meiner Meinung nach auch sehr gut umgesetzt worden. Die Lackierung ist auch ebenfalls gut aufgebracht worden und auch die Decals sind hier sehr schön unter dem Klarlack angebracht. Wir haben hier auch diesmal wieder viele Nieten auf dem Rumpf verteilt und auch ein paar Konturen von den Lüftungsgittern und auch von den Türen angedeutet. Hier oben haben wir noch 4 Auspuffrohre, die auch mit ein bisschen Weathering versehen sind. Ansonsten ist der Rumpf eher schlicht gehalten, aber reicht für meine Begriffe für ein Semiscale-Modell völlig aus. Hier hinten haben wir dann auch den Brushless Außenläufer Heckantrieb, der hier leider aber auf der falschen Seite sitzt. Das hätte man natürlich auch auf die richtige Seite machen können. Das Landegestell ist hier auch ganz gut umgesetzt worden, besteht aus Kunststoff, ich denke aber mal, dass es stabil genug sein wird. Die Fensterscheiben sind hier wieder in klarer Ausführung, sodass man hier auch voll auf die Mechanik gucken kann. Allerdings haben wir hier so viel Platz, dass man eventuell sogar darüber nachdenken könnte, hier noch ein leichtes Cockpit einzubauen. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist die Fixierung des vorderen Rumpfteils, denn den kann man natürlich auch wieder abnehmen zum Akkuwechsel. Allerdings ist er hier nicht über Magnete oder einen Haken wie beim Jet Ranger gesichert, sondern der ist einfach nur eingesteckt und mit 4 Pinnen gesichert. Man muss nämlich den Rumpf einfach nur mit etwas Kraft nach vorne wegziehen. Dann sehen wir hier die 4 Haltepinne und hier vorne den Schnappverschluss, der im Grunde die Rumpfhaube vor dem Abfliegen sichert. Bei mir waren die oberen 2 Pinne allerdings viel zu schräg eingeklebt, sodass es sehr schwer war, die Haube überhaupt abzubekommen. Deswegen habe ich die jetzt nochmal neu eingeklebt und auch etwas weiter eingeklebt, damit zuerst die unteren beiden Pinne eingesetzt werden können und dann die oberen beiden Pinne und dann erst der Schnappverschluss einrastet. Hier vorne findet dann der Akku seinen Platz. Den kann man hier auf das doppelseitige Klettband draufsetzen und dann mit einem Akkustrip fixieren.
Was ihr ebenfalls mal kontrollieren könnt, wenn ihr zum Beispiel auch die Mechanik mal rausgeholt habt, ob eure Spanten alle sauber eingeklebt sind. Bei mir waren die teilweise für meinen Geschmack etwas zu wenig eingeklebt. Auch wenn es vielleicht gereicht hätte, habe ich da trotzdem nochmal mit Epoxykleber nachgeholfen. Ansonsten ist hier aber alles sauber verarbeitet. Die halbsymmetrischen Rotorblätter haben, wie eben schon gesagt, natürlich auch hier vorne an der Blattwurzel diesen Schnellspannverschluss. Optisch sehen die auch sehr schön aus mit dem Grau und den gelben Blattspitzen. Sie bestehen allerdings aus Kunststoff, haben aber einen Edelstahlkern, der hoffentlich für die nötige Stabilität sorgt. Die Bo 105 hat eine Länge von ca. 740 mm, einen Rotorkreis von ca. 810 mm, ein Abfluggewicht von ca. 1,2 Kilogramm und mit dem beiliegenden Lipo eine ungefähre Flugzeit von 20 Minuten.
Optisch finde ich die Bo wieder sehr schön gelungen. Auch das ADAC-Design finde ich ganz cool. Natürlich haben wir hier kein Full-Scale-Modell und der Rumpf ist etwas einfacher gehalten, aber trotzdem haben wir mit den Nieten zum Beispiel ein paar nette Details angebracht. Was ich allerdings hier wieder nicht so ideal finde, ist wieder die Länge des ESC-Kabels. Das müsste für meinen Geschmack eigentlich bei allen Flywing Helis etwas länger sein, damit man etwas mehr Spielraum hat, den Akku freier zu positionieren. Denn auch hier könnte der Akku eigentlich auch noch ein bisschen weiter nach vorne positioniert werden für den Schwerpunkt. Das geht aber nicht, weil das Kabel dann nicht mehr ausreicht. Fliegerisch ist die Bo 105 wie alle anderen Flywing Helis wieder sehr gut und stabil. Sie lässt sich auch wirklich sehr einfach steuern, ist also auf jeden Fall durch das GPS auch für Einsteiger geeignet. Das Einzige, was mir jetzt auch einmal passiert ist, ganz kurz, ist, dass das GPS-Signal am H1 weg war. Das hat aber ca. 20-30 Sekunden gedauert. Dann war das Signal auch wieder da und der Heli hat sich auch wieder stabilisiert. Da könnte der Anfänger natürlich etwas überfordert sein, weil der Heli dann komplett manuell gesteuert werden muss. Wenn der dritte Flugzustand wie werkseitig eingestellt auf 3D steht, da wäre dann sinnvoll, den Sender vor dem ersten Flug so einzustellen, dass der dritte Flugmodi nicht 3D, sondern ATI ist. Da ist der Heli dann auf jeden Fall noch weiter stabilisiert. Das wäre auf jeden Fall für den Anfänger einfacher zu steuern dann. Ansonsten hat hier wieder alles wunderbar funktioniert. Auch das Figurenfliegen, also Kreisflug und Achtenflug, hat hier wunderbar funktioniert. Auch wenn man die Gearfunktion dazu nimmt, hat er wie an der Schnur gezogen die Figuren geflogen. Das ist natürlich alles Spielerei und hilft nicht beim Fliegen lernen. Ist aber eine nette Zusatzfunktion für den, der es mag. Ebenfalls gut geklappt hat auch die Coming-Home-Funktion. Die kann man ja bewusst einleiten oder die kommt automatisch, wenn man im GPS-Modus fliegt und der Akku zur Neige geht. Dann geht der Heli wieder auf eine gewisse Höhe, kommt dann zurück an den gespeicherten GPS-Standort und geht dann von alleine auch wieder runter und trifft dann den Standort auch relativ genau und stellt dann von alleine auch den Motor ab. Falls er mal nicht den Startpunkt exakt treffen sollte oder irgendwas im Weg sein sollte, könnt ihr natürlich immer manuell eingreifen oder auch die Coming-Home-Funktion abbrechen. Das Positionhalten im GPS-Modus war hier auch einwandfrei. Die Bo steht wie angenagelt in der Luft, wenn man am Sender alles loslässt. Geflogen bin ich übrigens ohne weitere Einstellungen out of the box. Das Einzige, was ich vorher gemacht habe, einmal am PC den Kompass kalibriert. Vom Geräuschpegel her ist die Bo auch wieder wie alle Flywing Helis durch den separaten Heckmotor etwas lauter, beziehungsweise der Heckmotor heult natürlich teilweise etwas mehr auf. Wenn draußen noch viel Wind ist, dann verstärkt sich das Geräusch natürlich noch, weil der Motor dann mehr gegen den Wind arbeiten muss und auch höher dreht. Aber das lässt sich bei separaten Heckmotoren nicht wirklich abstellen. Die Rotorblätter haben auch durchgehalten und sind nicht abgeflogen. Da habe ich jetzt auch keinen großen Unterschied gemerkt zu den Rotorblättern, die normalerweise angeschraubt werden. Daher denke ich mal, ist das auch alles in Ordnung mit der Schnellbefestigung. Einen Langzeittest habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass es wieder was zu gewinnen gibt. Und zwar könnt ihr gewinnen eine kleine RC-Era EC135, hier in der Champagnerfarbe. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch oben auch mal. Wie ihr teilnehmen könnt und der Zeitraum der Aktion, der schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Ebenfalls unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Bo 105 und noch einen Rabattcode. Da könnt ihr dann ein paar Prozente sparen, wenn ihr über den Link bestellt. Und ihr würdet natürlich damit auch den Kanal unterstützen. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt wieder mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Flywing Bo 105 unten in die Kommentare. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, die Glocke nicht vergessen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Chrissy. Ciao.